So, meine lieben Freunde der leichten EDV, willkommen zurück auf dem Kanal Computersachen. Heute beschäftigen wir uns einmal wieder mit Cloudflare, dazu gleich obligatorisch. Ich habe keinen Kooperationsvertrag mit Cloudflare, das ist keine bezahlte Werbung, ich bekomme also kein Geld dafür. Es sind nur meine Erfahrungen, die ich hier in einen Bericht quasi weitergebe und euch zeige, wie es funktioniert. Wenn du den Kanal jedoch finanziell unterstützen möchtest, kannst du das gerne tun. Link dazu findest du unten in der Videobeschreibung. Link für PayPal, dann haben wir noch Banküberweisung, Lightning und Bitcoin. Worum dreht sich heute ganz genau in diesem Video? Heute geht es darum, wie wir Applikationen, die wir im Internet in unserem privaten Netzwerk haben, absichern. Das heißt, ich gebe zum Beispiel Home Assistant, würde ich natürlich gerne von unterwegs aus benutzen. Dazu gibt es viele Möglichkeiten. Ich kann einmal VPN über Cloudflare verwenden. Das habe ich in einem vorhergehenden Video schon mal erklärt. Das verlinke ich euch auch nochmal im Blogbeitrag. Dann kann man eine Webseite hosten. Auch da haben wir zum Beispiel WordPress, den WP-Admin, den man absichern sollte, damit man da nicht einfach sein Passwort-Hacking-Tool draufsetzen kann. Es gibt genügend Leute da draußen, die nur darauf erpicht sind, irgendwas zu hacken, ob sie damit was anfangen können oder nicht. Aber dem sei denn mal so. Wie sichere ich meine Applikation ab? Wir machen das jetzt einfach mal mit Home Assistant heute, weil das sehr viele interessieren dürfte, wie das einfach funktioniert, dass du deinen Home Assistant übers Internet ansprechen kannst, ohne einen VPN und trotzdem nochmal eine Sicherheitstür davor hast. Und das Ganze machen wir im Trust Center. Dazu sei erwähnt, dass du natürlich einen Tunnel brauchst. Das findest du hier unter Tunnels. Da habe ich jetzt zum Beispiel schon mal meinen Tunnel, da laufen meine ganzen Sachen drin. Man hat eigentlich in der Regel für eine Maschine und mehrere Ports, die man da weiterreicht, immer nur einen Tunnel und da packt man alles rein. Wenn man jetzt eine zweite Maschine hätte, dann könnte man da natürlich noch einen zweiten Tunnel aufmachen, aber einer reicht uns. Du brauchst Create a Tunnel, dann wählst du Select Cloudflare Tunnel. Dann gibst du den Tunnel einen Namen. Test. Und Save Tunnel. So, jetzt kommen wir erstmal zu den Clients. Die werde ich jetzt nur ganz kurz hier streifen. Ich verlinke euch nochmal ein Video dazu, auch im Blogbeitrag, wie ihr die Clients, also den Daemon quasi gemütlich in eurem System einbinden könnt, sodass er meistens keinen auf den Keks geht oder irgendwie stört. Diesen Client gibt es für Windows, für macOS, für Debian, für Red Hat und für Docker. Ich bevorzuge immer die Docker-Lösung, weil ich da eine Kiste habe, wo alles drauf läuft. Und da ist der Docker einfach gut mit drin aufgeräumt. Dann gehen wir hier weiter runter und sagen Next. So, und jetzt können wir definieren, was wir brauchen. Das machen wir jetzt hier allerdings nicht, weil wie gesagt, dieses Tunnel-Setup machen wir anders. Wir gehen jetzt nochmal hier zurück. Confirm. So, er hat mir den Tunnel jetzt trotzdem angelegt, sondern wir legen den Tunnel in den bestehenden Tunnel an. Das hat jetzt auch folgende Gründe. Man kann nicht eine IP in mehreren Tunneln verwenden und ihr greift ja auf die lokale IP eures Computers oder eures Netzwerkes zu. Deshalb musst du da aufpassen. So, dann haben wir hier Public Hostnames. Fügen wir einen neuen Home Assistant Namen dazu. Ich nenne das jetzt einfach mal Homie. Dann die Domain muss natürlich eine registrierte Domäne sein. Dann verwenden wir hier nur das HTTP, weil Cloudflare managt uns das ganze HTTPS ja dann von sich aus. Da haben wir eigentlich gar nichts mit zu tun. 106 und dann braucht ihr noch den Port dazu. Und das war der ganze Zaubertrick hier schon mal. So, jetzt haben wir unseren Domain-Name quasi drinnen. homie.klissner.uk. Damit kann ich meinen Home Assistant jetzt jederzeit mit HTTPS davor im Internet aufrufen. Was jetzt im Hintergrund allerdings läuft, ist der Eintrag DNS für Homie. Das heißt, der kann jetzt 10, 15, 20 Minuten dauern. Deshalb werden wir uns jetzt auch mit Homie nicht weiter beschäftigen, sondern gehen eigentlich direkt einfach mal zu den Securities über und kommen dann nachher wieder auf den Homie hier zurück. So, back to Tunnels. Dann schmeißen wir den mal hier wieder raus. Nee. Dann schmeißen wir den mal hier wieder raus, weil den brauchen wir nicht. So, Settings. Authentication brauchst du als nächstes. So, und wenn jetzt hier
One-Time-Pin noch nicht eingetragen ist. Das ist die einfachste Verifizierungsmethode eigentlich so und am einfachsten zu konfigurieren. Deshalb beschränken wir uns jetzt mal auf diese. Dann fügst du die hier über Add New hinzu. Also wenn du One-Time-Pin schon hast, brauchst du das jetzt nicht machen. Aber hinzufügen kannst du hier auch zusätzlich andere Dienste mit Facebook anmelden, mit Google Workgroup, LinkedIn, Sammel, ne, da gibt es hier Ping1, Okta, da gibt es alles mögliche, Google Authenticator, GitHub. Die kannst du dich hier wirklich austoben, was du für Authentifizierungen haben möchtest. Wie gesagt, achten musst du darauf, dass du hier diesen drinnen hast. Dann geht es hier auch schon wieder zurück zu unserem Navigationsleistenteil. Dann brauchen wir Access, Applikationen. So, und jetzt müssen wir eigentlich noch sagen, was wir haben wollen. Da seht ihr zum Beispiel, ich habe hier den WP-Admin natürlich auch schon gekickt. Freundlich wie ich bin. Ich will es ja keinen zu einfach machen. Ich weiß aus meinen Logdateien, dass es immer wieder mal welche versuchen, aber sei es drum. So, wir benennen das Ganze. So, ich benenne das jetzt einfach mal Home Assistant. Dann die Session hat eine Gültigkeit von 24 Stunden. Da könnt ihr euch was anderes auch aussuchen, wie ihr das gerne haben möchtet. So, und jetzt brauchen wir die Subdomain, die wir schützen wollen. Da tragen wir jetzt das ein, was wir in den Tunnel eingegeben haben, nämlich homie. Na, ihr erinnert euch. Das wiederholt sich jetzt hier. Dann die Domain wieder. Und einen Pfad hinten dran haben wir nicht. Können wir jetzt einfach mal ein bisschen runterrollen. Ne, da gibt es noch einiges einzustellen. Hier ist noch ein Punkt, den ihr beachten solltet. Identity Properties. Der sollte eingeschaltet sein und da steht auch dann euer One-Time-Pin drin. Dann haben wir hier unten Next, da gehen wir drauf. So, jetzt brauchen wir einen Police-Namen. Den nenne ich Home Assistant Pin, weil ich eine Pin habe und einen Home Assistant. Aktion required, L, das ist okay. Dann inbegriffen sind die Administratoren. Die haben natürlich das Problem nicht. Und dann kommt jetzt das Verifizieren an sich selber noch einmal dran. Diese PIN, die wir eingestellt haben, die euch zugestellt wird, die müssen wir jetzt ja sagen, wie wir die handeln wollen. Und das machen wir über E-Mails. Da kann man noch ganz viele andere Sachen einstellen. Also wie gesagt, ihr könnt hier sehr viel Zeit verschießen bei Cloudflare. Wenn ihr mal ein langes Wochenende habt, was regnet, dann macht euch hier einfach mal ein bisschen Laune. So, und hier könnt ihr jetzt E-Mail-Adressen auswählen. So, ich habe jetzt eine E-Mail-Adresse ausgewählt, das ist meine. Und nur mit dieser E-Mail-Adresse kann ich mich anmelden. Ich kann jetzt natürlich noch eine zweite hinzufügen, dann können sich nur diese 2 E-Mail-Adressen einwählen. Und an diese E-Mail-Adresse wird der Security-Code geschickt, den ihr für die Anmeldung braucht. Also nur diese 2 E-Mail-Adressen sind befähigt, das zu tun. Da könnt ihr 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 E-Mail-Adressen angeben. Das ist völlig legal. So, dann rollen wir noch ein bisschen weiter runter. Da kommt nichts mehr Interessantes für uns. Next. Dann Add an Application. Da haben wir auch nichts mehr eigentlich zu weiter zu konfigurieren. Add Application. Hier brauchen wir nichts weiter machen. Und jetzt erscheint unser Home Assistent hier. Ne, auf die URL homie.klissner.uk gefixt. Das heißt, alles, was man unter dieser aufrufen will, wird geblockt. Okay, dann werden wir jetzt das Ganze einfach mal testen. https://homie.klissner.uk. So, das ist jetzt das Anmeldefenster. Da müsst ihr jetzt eine E-Mail-Adresse hernehmen, natürlich die Cloudflare bekannt ist, die wir hinterlegt haben. Dann schicken wir uns natürlich die E-Mail, fügen unseren Code hier ein und sign in. So, und schon kann ich mich hier anmelden. Jawöllchen. Und ich bin drin. Gut, ist schon eine kleine Testinstallation jetzt, aber zu Demo-Zwecken reicht das. Dann muss ich hier an dieser Stelle noch ein kleines Teilstück einfügen. Das habe ich jetzt nachträglich noch aufgenommen, aber das ist auch noch ganz wichtig. Das funktioniert mit der Home Assistant App auch wirklich sehr gut. Auf Android zumindest. Bei Apple iPhone habe ich da Schwierigkeiten,
Da gibt es immer einen Fehler 3080 und man kommt in diese App nicht rein. Die Schwierigkeit ist allerdings relativ einfach zu umgehen, indem ihr einfach über den Safari auf die Home Assistant Seite drauf geht und da könnt ihr euch dann anmelden und das funktioniert auch hervorragend. Und für die App, da wird es, denke ich, in kürzester Zeit eine Lösung geben, weil der Fehler ist bekannt. Gut, ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Dann würde ich mich über ein Like sehr freuen. Ein Abo für den Kanal wäre riesig und wenn du die Glocke aktivierst, verpasst du auch kein weiteres Video mehr auf diesem Kanal. Solltest du finanziell den Kanal unterstützen wollen, dann findest du Spendenlinks unten in der Videobeschreibung, PayPal, Banküberweisung, Bitcoin und Lightning. Und alle weiteren Links und weitere Erklärungen findet ihr auch noch einiges im Blogartikel, den ich auch in der Videobeschreibung nochmal verlinke. Dann solltest du generell Probleme mit dem Nachvollziehen dieses Videos haben, mit dem Umsetzen oder sonstige EDV-IT-technische Probleme dein tägliches Leid plagen, kannst du dich vertrauensvoll an die KSC wenden. Die steht unten in der Videobeschreibung verlinkt. Dort werdet ihr geholfen für 25 € die Stunde. Auftrag gegen Rechnung, keine Haken, Ecken und Ösen, keine Vertragsbindung, kein Abo, keine Mitgliedschaft oder sonstiger Schabernack. In diesem Sinne, gehabt euch wohl und bis zum nächsten Video.